Herzlich willkommen zum dritten Teil der dreiteiligen Zeichenserie hier auf meinem Kanal Schmitz Zeichenwelt. Du erfährst heute, wie du das Runde lebendig darstellst, sodass du es richtig fühlen kannst in deinen Zeichnungen. Damit schließt sich der Kreis heute mit dem dritten Teil und ich wünsche dir viel Freude. Los geht's! Ja, ich begrüße dich zum dritten Teil und freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wir sind auf dem dritten Übungsblatt, im dritten Video und jetzt zeichnen wir einen Pilz. Wir gehen also in die wundervolle Welt der Natur. Ein Pilz zeigt uns hier, wie wir mit einem Zylinder und Ellipsen praktisch die organische Welt ebenfalls aufbauen können. Ja, du siehst, also es ist nicht nur hier wie bei von Menschen gemachten Dingen, wie Tische und so weiter oder Häuser. Man kann auch die geometrischen Formen, in dem Fall der Zylinder, auf die Natur anwenden und so die Natur und den Aufbau besser verstehen. Wir zeichnen also einen schönen Steinpilz. Du siehst, kurz zur Erklärung, ja, also ein Lineal braucht man diesmal nicht. Wir können schön organisch werden. Ich habe hier wieder meinen Stift. Du kannst einen beliebigen Stift nehmen. Ich empfehle dir immer 2B, 4B, je nachdem, wie stark du aufdrückst. Also du siehst, wir fangen mit einer Ellipse an und zeichnen dann die Kappe und dann den Stiel. Das machen wir aber ein bisschen wilder. Also legen wir los. Wir fangen etwas versetzt an, weil wir zeichnen noch einen kleinen Pilz daneben, ein Pärchen sozusagen. Also los geht's. Wir zeichnen also erstmal eine Ellipse. Ja, das ist das Unterteil, wir gucken leicht von unten. Die Ellipse des Pilzes. Auf die Ellipse setzen wir unsere Kappe. Und hier zeichnen wir auch den vorderen Teil der Kappe ein. Dann zeichnen wir jetzt hier unseren Zylinder ein, also den Stiel des Pilzes. Der wird nach unten breiter und ziehen hier die hintere Teil der Hutkappe rum, sodass wir einen schönen Pilz hier haben. Ja? Du siehst, das Licht kommt von oben, wie meistens. Und es ist gut, wenn wir hier organische Linien haben. Ja? Also Zylinder, Ellipse und hier können wir vielleicht einen verschobenen Halbkreis sagen. Okay, die Unterseite des Pilzes ist natürlich beschattet. Ja? Der hat hier noch so einen kleineren Rand, den können wir noch zusätzlich mit einfügen. Aber wie gesagt, ich will nicht zu viel hier abzeichnen, sondern einfach hier muss erstmal ein Schatten und den erreichen wir erstmal durch eine ganz einfache Struktur. Ja, die Vorlage dient wie immer nur als Orientierung. Wir wollen unseren eigenen Pilz zeichnen, aber den grundsätzlichen Aufbau verstehen. Okay? So, jetzt zeichnen wir, der Hut geht ja hier rum, zeichnen wir den Hut hier einfach durch kleine Schraffuren, an den entscheidenden Stellen dunkler. Ja. Einfach ein bisschen organisch hier reingehen und hier auch. Ja, mit der Form so ein bisschen mitgehen. Auch mal ein bisschen unregelmäßig werden hier. Ja. Und hier oben lassen wir es einfach ein bisschen heller. Ja. Du siehst, das Licht kommt ungefähr von der Richtung hier. Also ist die Seite ein bisschen mehr vom Licht abgewandt. Spielen wir hier einfach mal ein bisschen rum mit unserem Pilz. Ja. Das ist immer gut, wenn wir zeigen, wie das Licht verläuft und wie sich das Licht hier letztendlich rumlegt. Kriegen wir eine Dreidimensionalität rein. Ja. So, hier oben auch ein bisschen noch. Achte, dass du nicht bis am Rand zuzeichnest. So.
Jetzt machen wir das untere natürlich noch hier ein bisschen dunkler. Ja. Und hier auch nochmal. So, Schritt für Schritt hier ein bisschen die Dunkelheit andeuten. Ja. So, ein paar Punkte rein, dass hier mal ein bisschen dunkler ist. So. Ja, diesen Absatz müssen wir nicht zwangsläufig zeichnen. Wir können den andeuten, müssen wir aber nicht. Ja. Es ist von Pilz zu Pilz verschieden. Wichtig ist der Aufbau von Zylinder und Ellipse, also die Kombination. So, jetzt gehen wir in den Stiel rein. Du siehst, der Stiel hat hier den Schatten, er geht rum. Daran sehen wir auch, dass er eine Ellipse ist. Und jetzt zeichnen wir einfach hier mit einer Schraffur hier den Schatten ein. Ja, durch die Schraffur, die nicht ganz so regelmäßig machen, kommt schon ein gewisses Muster rein. Ja, du siehst hier auch, hier ist der Pilz etwas heller, hier wird er dunkler. Also gehen wir hier einfach rein und sehen hierzu, dass der Pilz hier etwas heller wird. Ja. Weiß ist der Stiel natürlich nie. So, wir gehen nicht ganz bis rum, weil wir hier einfach ein paar Gräser einzeichnen. Und wir zeichnen den Übergang hier noch ein bisschen. Ja, also dass wir erstmal die Helligkeiten voneinander abtrennen sozusagen. So, hier gehe ich ein bisschen dunkler wieder rein. Ein paar kleine Löcher reinmachen, wie so ein Pilz halt ist, ja. Von denen, der hat hier so ein bisschen so eine Netzstruktur. Ja, einfach ein bisschen andeuten. So, hier oben ist noch wichtig, dass wir hier dunkler hingehen, ja. Weil hier kommt am wenigsten Licht dran. Und auch hier folgen wir dem Zylinderprinzip. Hier wird es ein bisschen heller gelassen. Wie gesagt, das erkläre ich alles Schritt für Schritt in dem großen Zeichenkurs vom Anfänger zum Meister, wo wir uns jedes Objekt einzeln vornehmen. Hier geht es erstmal darum, dir einen Vorgeschmack zu geben, was alles möglich ist, wenn man seine Zeichnung nach einem bestimmten System aufbaut. Und ich führe dich auch kurz mal in das realistische Zeichnen hier ein. Das machen wir nämlich auch in dem großen Kurs ausgiebig. So, also, wenn der Bleistift nicht reicht, nimmst du dir einfach ein 4B oder 6B. Ich habe hier immer noch ein 4B. Hier schön Struktur rein, dann kriegt er eine schöne Lebendigkeit. Ja. So, und jetzt deuten wir hier unten einfach ein bisschen Gras an. Denn der steht ja auf dem Waldboden. Ja? So, also für den Kopf, den Hut, besser gesagt, nehmen wir uns einfach mal so einen Papierwischer, damit wir schnell Fläche machen. Du kannst natürlich auch erstmal ein Ohrstäbchen nehmen dafür, also alles, womit du verwischen kannst. Geht auch eine Spitze vom Taschentuch. Ja? Also du siehst, hier kommt ein bisschen mehr Licht rauf auf der rechten Seite des Pilzes und hier gehen wir halt ein bisschen mehr rein. Hier verwischen wir etwas weniger. Ja, sodass wir hier schöne Strukturen bekommen, als der Pilz halt echt wirkt. Ja. So, hier können wir auch ein bisschen verwischen. Hier kommt nicht so viel Licht dran. Und du siehst, unser Pilz bekommt schon eine gewisse Dynamik. Ja. Wenn bei dir noch eine Hilfslinie ist, einfach ein wenig wegradieren.
Hier nehmen wir noch oben die Linie ein bisschen ab, weil hier das Licht so ein bisschen mehr rauffällt. Ja, also ein bisschen abschwächen meine ich damit, ja. Damit wir sehen, er bekommt sozusagen hier etwas mehr Licht und hier auf dieser Seite ist der Pilz, ja, weil die Kappe so ein bisschen abgesetzt ist vom Licht, ein wenig dunkler. Ja. Und noch ein bisschen nacharbeiten, dass es hier sozusagen schön zu sehen ist. So, hier machen wir die Seite noch schön dunkel. Du siehst, du kannst dir einfach mit der Schummertechnik und mit der Schraffiertechnik, die ich auch im großen Zeichenkurs nochmal genau erkläre, gut arbeiten, um den Pilz ja, schön lebendig zu machen. Ja, das ist ja immer wichtig. So, ich habe dir einen kleinen Pilz versprochen. Okay, den kleinen Pilz drehen wir mal ein bisschen raus. Also, wir zeichnen uns wieder so eine kleine Ellipse und dann schön kräftigen Hut. Ja. So, und dann gehen wir hier schön raus und zeichnen den so ein bisschen schräg. Ja. Hier sehen wir nicht ganz so, was da drunter liegt, weil wir ein bisschen im anderen Winkel raufschauen. Den variieren wir sozusagen einfach ein bisschen, den Pilz. Ja. Hier gehe ich noch ein bisschen hier mehr raus und hier, dass wir so einen schönen Steinpilz haben. Ja. Experimentiere einfach rum, ja, sodass du hier wirklich einfach einen Pilz noch reinzeichnen kannst. Die Lichtquelle bleibt natürlich wieder die gleiche. Ja. Das schauen wir uns mal richtig Stück für Stück an, sodass wir wirklich hier unterm Hut wieder ein bisschen dunkler machen hier, die lichtabgewandte Seite. So. Hier machen wir so eine Kante, hier gehen wir ein bisschen dunkler rauf. Kannst du ruhig ein bisschen mehr aufdrücken hier, weil hier kommt ja viel mehr Schatten. Ich werde mal hier die Rundung noch ein bisschen anders gestalten. Fällt mir noch nicht so richtig. Ja. So sieht das schon besser aus, indem ich hier mehr der Form folge. Ja, also man muss immer gucken, wenn man den Pilz ein bisschen dreht, ja, dann ist das untere kaum noch zu sehen. Also du siehst den Stielansatz kaum noch. Ja. Deswegen bleibt es aber trotzdem erstmal dunkel. Ja. Also hier unterm Stiel. So. Einfach ein bisschen schraffieren hier. So kriegt er seine Form. Hier ein bisschen weniger, weil es hier ein bisschen heller ist. Ja, und hier bleiben wir halt schön dunkel unten drunter, ja. Du siehst, jetzt kommt der Pilz immer weiter raus. So. Bisschen schraffieren noch. Hier mal so eine kleine, also versuch mal nicht immer bis am Rand zu schraffieren. Ja, dann lass mal hier nämlich so eine kleine Linie. Also ein bisschen Licht, ja, siehst du? Ergibt sich einfach durch die Schraffur, nicht indem wir jetzt so eine doppelte Linie zeichnen. So. Hier gehen wir jetzt ein bisschen dunkler rein, damit wir wirklich sehen, dass unsere Kappe halt übersteht, ja.
und folgen aber der Form im Geiste des Zylinders, ja, wie das Licht um diesen Zylinder rumgeht. Hell, 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 dunkler werdend, ja, hell, dunkler werdend. Und hinten können wir ruhig ein bisschen reflektiertes Licht zu der Dynamik hier anbringen. Ja. So. Ein paar Gräser rein noch. Ja, einfach hier ein bisschen rumspielen. Damit so eine Leichtigkeit bekommt. Ja? So, jetzt nehmen wir wieder unser Wischwerkzeug und verwischen hier den Kopf ein bisschen. Hier ein bisschen weniger. Und immer wenn du was zu dunkel hast, wenn dir was nicht so gefällt, weil es zu dunkel ist, aus welchen Gründen auch immer, kannst du es einfach ein bisschen mit so einem Stabradierer hier vereinfachen, ja, oder den Radierer, den du gerade zur Hand hast. Ja, das geht immer wieder sehr gut damit. So, ich gehe jetzt hier nochmal rüber. So, das war der dritte Teil dieser Zeichenserie hier auf YouTube. Wenn auch du deine Lieblingsmotive viel realistischer zeichnen möchtest, findest du unter dem Video den Link zu meinem großen Zeichenkurs vom Anfänger zum Meister, realistisch zeichnen lernen, Schritt für Schritt. Ich freue mich, wenn wir uns zum großen Zeichenkurs auf meiner Akademie Schmidts Zeichenwelt wiedersehen.